Hallo, willkommen beim 1000 Wecker Report. Heute mit dem Thema neues Allzeithoch bei Silber, 58 $ in Sicht. Disclaimer. Neues Allzeithoch bei Silber, 58 $ in Sicht. Grady, einer der besten Analysten, zeigt einen Silberchart mit den nächsten drei Preiszielen. Immer wenn einer dieser Preisziele erreicht wird, geht es zum nächsten Preisziel kaum Widerstände. Das heißt, sobald Silber die 28,30 $ nach oben verlässt, geht es ohne große Widerstände Richtung 35 $, dann 42 $ und dann Richtung 50 $ oder darüber hinaus. Das kann alles innerhalb der nächsten 6 bis 12 Monate passieren und das wird Goldaktien bildlich durch die Decke fliegen lassen. Ein Silberpreis auf über 50 $ ist auch möglich, aber dann muss auch noch einmal mit einer großen Korrektur gerechnet werden. Vorher müssen alle Goldaktien verkauft werden. Langfristig sieht Grady Silber bei 370 $, sieht auf 370 $ steigen bis circa Ende des Jahrzehnts. Deshalb ist die sicherste Assetklasse nach Goldaktien auch physisches Silber, aber auch Gold und Platin. Natürlich unter hohen Schwankungen, besonders Silber, aber das langfristige Ziel haben Sie hier gesehen und wer weiß, wann das kommt. Kurzfristig geht es jetzt, wie gesagt, um den Anstieg auf 50 beziehungsweise darüber hinaus, dass dann diese Chartformation sozusagen erfüllt wird. Das ist jetzt sehr, sehr wahrscheinlich. Und warum ist das so ungeheuer interessant für Gold- und Silberaktien, gerade Penny-Aktien, die liegen immer noch am Boden, also sie sind quasi nicht lebendig und sie werden durch diesen enorme Energiezufuhr mit einmal lebendig und können dann eben schnell von Pennies, Dollars in den Dollarbereich steigen. Danach ist dieser Prozess abgeschlossen. Danach haben die Gold- und Silberaktien vermutlich auch noch einen Hebel, aber er wird immer proportionaler mit dem Gold- und Silberanstieg selbst und man braucht im Grunde genommen keine Gold- und Silberaktien. Es ist jetzt die interessante Phase, wo sich immer noch überhaupt keiner für interessiert. Gerade heute werde ich vielleicht morgen auch noch im Video nochmal drüber berichten, waren einige enormste Pennygold-Aktienausbrüche zu erkennen. Da geht es dann teilweise gleich um 30, 60% und sonst was so. Also sie sind mittendrin und im Prinzip realisiert das noch keiner. Ja, es ist eine ganz interessante Zeit. Ich denke mal, dieser Prozess läuft jetzt richtig an und es dauert nicht lange und dann sind viele gute Penny-Gold-Aktien im Dollarbereich und dann ist im Grunde genommen die extreme Unterbewertung abgeschlossen. Ja, hier ein angehender Silberproduzent aus China, allerdings sehr hohes Risiko, allein eben auch was es China ist. Das Unternehmen verfügt über 150 Millionen Unzen Silber, hochgradiges Silber, 180 Gramm pro Tonne, also 6 Unzen und 0,5 Millionen Unzen Gold, 3 Gramm pro Tonne. Das Fuan-Silberprojekt liegt etwa 45 Kilometer nördlich von Guangzhou City, der Hauptstadt der Provinz Guangdong und der viertgrößten Stadt Chinas mit einer Bevölkerung von 13 Millionen Menschen. Das Furham-Silber-Projekt kann aufgrund der Nähe zu einer großen entwickelten Infrastruktur als außergewöhnlich angesehen werden, da das Grundstück unmittelbaren Zugang zu Straße, Wasser, China, eine Vielzahl von Dienstleistungen einschließlich qualifizierter und ungelernter Arbeitskräfte genießt. Was es in dem Unternehmen ermöglicht, das Projekt im Vergleich zu Projekten ähnlicher Größe auf der ganzen Welt zu wesentlich niedrigen Kapitalkosten voranzutreiben. Es ist eine Produktion anvisiert von 5 Millionen Unzen Silber pro Jahr. Dann haben Sie eine 51% Beteiligung am Changkeng Goldprojekt. Das ist ganz in der Nähe. Sie sehen das hier unten. Da sitzen die beiden Projekte in dieser Gegend, also gar nicht hier weit weg von Taiwan in einer gewissen Art und Weise. Eben das Interessante sind hochgradiges Silber, sehr niedrige Kapitalkosten, gute Anbindung. Boden hat es auch gefunden. Klar, es ist China, die Unsicherheit ist da, aber ich denke, es ist auf alle Fälle ein interessantes Projekt, von dem man schon mal gehört haben muss. Hat eben auch einen hohen Potenzialfaktor. Ich habe hier eben auch China reingesetzt. Das heißt eigentlich so auf dem Level von Bolivien und so habe ich das angesetzt, was es vermutlich gar nicht ist am Ende. Also ich meine, wegen Gefahr von Verstaatlichung oder anderen Konflikten, gerade auch wegen China,
Taiwan-Konflikt, who knows. Deswegen 0,5, 50% Abzug sozusagen. Gerade das Gold, das habe ich im Medium eingegeben, obwohl es eben auch teilweise hochgradig ist. Und ich denke mal, die Ressourcen können auch noch weiter wachsen. Also eine Marktkapitalisierung von 15 Millionen, winzig. Das bringt ja einen theoretischen Potenzialfaktor von 200. Das bedeutet theoretisch, wenn Gold über 50 ist, könnte diese Aktie um das 200-fache höher sein. Wie gesagt, es ist ein theoretischer Potenzialfaktor. Wie das in der Realität äh, aussieht, ist was ganz anderes. Aber vermutlich, wenn es nicht gerade einen Riesenkonflikt um China geht, vielfach höher, als es jetzt ist. Ein interessantes Projekt, wie immer keine Kaufempfehlung, sollte man sich aber ansehen, ist sicherlich einer der interessantesten Silberprojekte, die es auf diesem Planeten gibt. Aber eben China, das ist ganz klar. Ja, hier nochmal ganz kurz, was wir als nächstes erwarten oder erwarten müssen. Gold steigt analog der 1970er Jahre von 2000 auf 8.500 $. Rein theoretisch müsste das passieren und eigentlich sogar mehr, weil die Chartsituation ganz ähnlich mit den 1970er Jahren ist. Sie sehen hier von 1970 gehen es von 35 $ auf 200 $, korrigiert auf 100, hat sich auf 200 hochgearbeitet und ging dann innerhalb eines Jahres von 200 $ auf 850 $. Das war im Jahr 1979, ein gutes Jahr. Wahnsinniger ganzjähriger Gold- und Silberanstieg, einer der interessantesten Jahre überhaupt. Und es ist einfach absolut identisch mit der heutigen Situation, mit dem Unterschied, dass viele Millionen potenzielle Käufer mehr da sind, um den Preis hochzutragen. Allein von den Geldmassen, die gedrückt werden müsste es eigentlich doppelt so hoch gehen. Aber Sie wissen, Sie haben auch sehr viele Manipulationsmöglichkeiten. Ich denke, Sie können den Anstieg nicht mehr stoppen, aber irgendwie verzerren, verzögern, wie auch immer. Aber das sollte trotzdem alles dazu reichen. Vermutlich werden sie erstmal Gold bei 2000, 2500, 3000 einkeilen, Silber 50, vielleicht dann auch wieder runterdrücken, aber und dann wieder abbremsen. Aber gerade dieses Hochgehen lassen müssen, was sie tun müssen, führt eben zu der exponentiellen riesigen Gold- und Silberaktien anstieg, weil die so extrem unterbewertet sind. Das wird dann eben abgebaut und das ist diese einmalige Chance, die sich jetzt bildet. Ja, also welche Ereignisse vor uns liegen? Wir vermuten eben einfach, dass es wie 2011 jetzt, sag ich mal, mehr oder weniger zu einem fast senkrechten Anstieg oder Kaminanstieg oder wie man das nennt, des Silberpreises kommt. Hier ging es damals von 17 $ innerhalb von 8 Monaten auf 50. Absolut Identisches kann uns jetzt hier nach dem Fond-Meeting auch passieren, dass es damit immer hochgeht auf 28, 35, 42, über 50. Sie kennen das, was vielleicht passieren könnte. Und das wäre irgendwie ähnlich hier mit der Situation 2011. Und da wäre es dann natürlich gewesen, in diesen fast senkrechten und der Kaminanstieg, die Goldaktien, die dann überproportional gestiegen sind, zu verkaufen. Im Grunde genommen muss man eben sagen, Kaminanstiege sind im Prinzip immer ein Ausstiegssignal. Aber dieses Ausstiegssignal, wie Sie hier sehen, kann eben auch 8 Monate anhalten. Also so schnell werden wir das nicht kriegen. Hier wird es schon noch ein paar Monate Anstiege geben. Und dann muss man irgendwo sehen, wenn dann die Massen reingehen, die Euphorie hoch wird. Das werden Sie schon merken. Wenn die Penny Stocks in den Dollarbereich gehen, werden auch bald die Medien darüber berichten und von den großen Chancen von Goldaktien etc. berichten. Dann hält es sicherlich noch einige Monate an, aber im Grunde genommen ist es dann auch schon ein Verkaufssignal. Hier sehen Sie, wie einige Goldaktien oder hier in dem Fall ist ein Kupfer, Silber, ein Projektgenerator aus Kalifornien, wie der reagiert hat, hier von Corona-Tief 2 Cent auf 36 Cent innerhalb ja, vom halben Jahr, wenn man so will. Und hat eigentlich die Gewinne abgegeben, ist dabei, sich zu konsolidieren. Aber beim nächsten Goldaktienboom, denke ich mal, geht es hoch und das alte Hoch wird übertroffen und kann vielleicht auch Richtung 1 $ oder mehr steigen. Und das ist genau, auf dieses Phänomen setzen wir. Gold steigt vielleicht um 20% und hier einige Goldaktien steigen 10, 20, 30, 40, vielleicht 50-fache und Gold und Silber sind vergleichsweise wenig nur gestiegen. Darum geht es. Das titulieren wir hier als Ereignis 1 sozusagen.
Ja, also nochmal, warum sind Goldaktien so extrem unterbewertet? Das ist eben einmal hier dieses Verhältnis Goldaktien Gold ist in absoluten Tiefstand, hat seinen Boden gefunden. 13 Jahre von 1996 Bärenmarkt. Hier diese Rallye von 2011, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, war hier nur ein ganz, ganz winziges Ansteigen der Goldaktien. Trotzdem hat dieses winzige Ansteigen der Goldaktien viele reich gemacht sozusagen. Oder eben auch hier, diese Anstiege, hier von diesem Tief quasi auch, das war 2000, das auch, aber das waren im Grunde genommen, wenn man das so sagen will, ob man es nicht glaubt oder nicht, es waren Bärenmarkt-Rallyes. Das heißt, in einem absinkenden Trend der Goldaktien gab es eben Erholungsphasen. So, und jetzt haben wir eine wirklich strukturelle, nachhaltige Anstieg als nächstes. Das heißt, es fließt so viel Kapital, vermutlich hier in den Reihen, so viel Euphorie wird das erzeugen und es wird einen Superspike geben. Es sind keine Bärenmarkt-Rallye. Wir werden sehen, was für eine Dynamik aufgebaut ist. Ich nehme an, das geht sogar hier in diesen roten Bereich hier rein, hier dazwischen. Und, und wenn wir Glück haben, die Dynamik ist hoch, feuert das sogar hier drüber hinaus und das würde natürlich exorbitante Kurse dann für Gold- und Silberaktien erzeugen. Und natürlich auch eine Übertreibung ist dann sehr gefährlich. Aber wir sind eben gar nicht überall, sie sind eben nicht in dieser Situation. Wir sind eben noch absolut am Boden. Aber wie ich auch heute auch schon beobachten musste, es gibt teilweise drastische Anstiege, von denen ich dann vielleicht morgen noch ein paar Beispiele nochmal Ihnen illustriere. Also das sollten Sie nicht unterschätzen, gerade wie schnell, und deswegen sind wir auch in diesem Bereich, gute Penny Stocks, Goldaktien reagieren können. Das kommt relativ unerwartet und mit einmal sind sie 60% teurer. Wo gibt es solche Anstiege? Und wenn dieser Gold- und Silberanstieg jetzt, wie ich ja gesagt habe, 8 Monate dauert, können Sie sich ja vorstellen, was das bedeuten kann. Ne? Und hier ist nochmal das Verhältnis zwischen Senior-Minen und Junior-Minen. Also Senior-Minen sind diese Barricks dieser Welt. Und dazu sind diese Junior- und Explorationsminen sind im Verhältnis extremst unterbewertet. Und nun haben wir das Phänomen, wenn der Goldmarkt anzieht, dass die auch einfach mal nachholen können. Hier wie 2002 können diese Exploration- und Junior-Minen mit einmal hochschnappen und sogar Goldminen bewertungstechnisch übertrumpfen. Das würde natürlich nochmal eine extra Performance für Junior Gold und Explorationsaktien bedeuten. Also wir haben hier 3 Faktoren, die auf die steigende Kurse machen. Die manipulierte Gold- und Silberpreis selbst, das Goldaktien gegenüber Gold auf Allzeittief ist und das von diesen Goldaktien nochmal die Junior und die Explorationsaktien auch nochmal unterbewertet sind. Also eine Dreifach-Unterbewertung entlädt sich hier möglicherweise. Und deswegen denke ich, dass es ehrlich gesagt zu der Jahrhundertrallye, was Goldaktien betrifft, des Jahrhunderts kommt. Dass wir nicht so schnell wiedersehen werden. Ja, Ereignis 2, Ereignis 3, damit meinen wir, klar, da werden auch die Politiker neugierig, wenn Goldaktien zu steigen, wenn irgendwelche Leute sich für 50-fach Geld haben. Es könnte, die produzierenden Länder könnten die produzierenden Unternehmen und die Explorationsunternehmen härter besteuern, Restriktionen aufsetzen und solche Geschichten. Aber auch das heimische Bankensystem ist angeschlagen. Das musste mit viel Geld gerettet werden, immer mehr kürzer. Ich vermute mal, wir haben nicht so einen super langen Zeitraum. Das wird irgendwo zwischen 6 bis 18 Monate wird sich hier die Unterbewertung der Goldaktien abbauen. Sie werden hoffentlich übertreiben. Und dann müssen wir im Prinzip abstoßen und im Grunde genommen das Finanzsystem eigentlich auch verlassen, weil es dann eigentlich schwierig zu sehen ist, wie das dann weiterhält. Also durch die Gold- und Silberaktiengewinne eben zum Beispiel mehr Gold und Silber kaufen oder andere Sachwerte, who knows, sondern einfach ein bisschen herausgehen, weil einfach die Risiken zunehmen. Und Goldaktien kann man eigentlich ehrlich gesagt auch als einen Indikator betrachten. Wenn sie niedrig sind, haben sie das noch gut im Griff. Und wenn sie teuer sind, ist da auch irgendwo was in Gange. Ganz ähnlich, wenn Sie das mal sehen mit der Finanzkrise. Ich meine, was ist passiert 2007? Dieser Hui-Gold-Ratio, der war da bis auf 0,6 gestiegen oder 0,5. Also die Goldaktien waren hoch bewertet und sie wurden dann ja auch mit runtergerissen. Also sind hoch bewertete Goldaktien auch ein Indikator dafür, dass möglicherweise eine Krise äh, ins Haus steht beispielsweise. Also das muss man auch so sehen. Und deswegen ist es kein Investment, das man langfristig halten kann. Ich gehe mal hier von 6, 9, maximal 12 Monaten.
Ja, Fazit, wir müssen uns einfach, diese Ereignisse sind, müssen wir versuchen, nicht Opfer von zu sein, sondern einfach das Beste daraus machen. Es ist eben einfach so, dass wir eben glauben, als erstes steigen einfach diese Goldaktien an, weil sie so unterbewertet sind. Man kauft davon mehr Gold und Silber. Dann sind Goldaktien einfach schwierig aus den benannten Gründen. Aber Gold und Silber könnten noch eine finale Rallye hinlegen, wie ja auch dieser Gredi meint, mit 370 $, Gold für 80, irgendwie solche Werte, sind die Maximalwerte. Das ist dann gleich schon ein Ausstiegssignal. Man muss in andere Assetsklassen gehen. Hätte man das 1980 gemacht, hätte vielleicht sehr viel Geld mit Goldaktien vielleicht verhundert, 500-fach. Who knows? Und dann zum Beispiel in Top-Fonds und Top-Aktien investiert. So hätte man beide Ereignisse optimal ausnutzen. Das wäre damals die richtige Strategie gewesen. Heute müssen wir halt ähm, äh, die Sicherheitspolster, physisches Gold und Silber, noch dazwischen schalten, weil wir wissen nicht, was sie mit den Depots machen, mit den Einlagen und sonst was, wenn es dann instabil wird. Das ist leider so. Also, weil man da keine Kristallkugel hat, muss man das so ein bisschen reflektieren. Daher würde ich persönlich sagen, mehr Gold und Silber aus diesen Gewinnen, vielleicht eben auch teilweise natürlich schon andere Firmen, aber das muss man dann auch sitzen können, falls dann die Banken doch mal eine Zeit abgeschaltet werden oder who knows, was passiert. Das ist damit gemeint. Also anhand dieser Ereignisse investieren und dann würde das theoretisch bedeuten, wir investieren jetzt 200 €, ver-25-fachen unser Geld in Goldaktien, vervierfachen es dann mit physischem Gold und Silber theoretisch und reinvestieren das dann am Krisenhöhepunkt sozusagen und kaufen für absolute Niedrigpreise Einkommen produzierenden Assets ab. Ich meine, das können Häuser sein, das können vielleicht Unternehmen sein oder eben auch Top-Aktien oder Top-Fonds, jedenfalls was davon übrig geblieben ist. Da müssen wir dann schauen. Und da kommt man jedenfalls langfristig auf diese gewaltige Summe. Und wie gesagt, man muss sich das bewusst machen, zwischen 1976 und 1980, 2000 hätte genau diese Strategie Millionen gebracht und funktioniert. Warum soll es diesmal zumindest nicht ähnlich sein? Ja, 1000 Becker Report. Also wir versuchen hier die Aktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Potenzialfaktor, wie Sie es jetzt auch gesehen haben, berechnen. Da fließt dann eben Länderrisiko, Anzahl der Unzen, Grad des Goldes etc. rein. Eine Exit-Strategie auch. Was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist, also dieser Inflationsboom? Ähm, so sieht es aus. Wie gesagt, das ist die Risikokasse moderat und dann ist das hier alles aufgeführt, Potenzialfaktor berechnet und dann nochmal gekennzeichnet. Ist sie eben besonders gut, ist die charttechnisch gut, hat sie große Ressourcen, dann heißt das top. Ansonsten, wenn es nun eine gute Chartdynamik hat, alles ist verlinkt, sage ich mal, mit den Chart und den Webseiten, sodass Sie da einen guten Überblick haben. Einlagen von Gold und Silber. Das Unternehmen ist in jeder Phase an Gold und Silber kommt. Einfach überweisen, schon ist zum Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Genauso leicht ist der Verkauf. Ist vielleicht eine Alternative zu den Edelmetallhändlern. Auch günstig und zu jeder Zeit in Gold und Silber gekommen. Vielleicht einfach mal anschauen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, damit Sie sofort über neue Videos informiert. Vielleicht auch ein Like geben. Das wird dem Algorithmus helfen, dieses Video, dass es anderen an diesem Thema interessierten Zuschauern dann aufgezeigt wird. Also nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.